Hallo Videospielfreunde und Videospielfreundinnen, ich habe es getan. Ich habe mir Pikmin Bloom auf mein Smartphone geholt und hatte viel Spaß dabei. Darüber möchte ich mit euch ein bisschen quatschen und gebe euch gleichzeitig noch ein paar Tipps, wie ihr mit Pikmin Bloom so richtig viel Fun haben könnt. Und da sind wir auch schon mit dem Erscheinungsdatum. Pikmin Bloom gibt es seit 2. November 2021 endlich auch in Deutschland und Österreich für Android und iOS. Ja, wir mussten ein bisschen warten, andere Länder waren da schneller. Nach der Installation gleich mal das ganze Game auf Deutsch stellen, weil bei mir war es von Anfang an aus irgendwelchen Gründen auf Englisch. Keine Ahnung. Also einfach mal auf Deutsch umstellen und dann ist es doch ein bisschen spaßiger für uns Deutschsprechende. Was ist Pikmin Bloom eigentlich? Pikmin Bloom ist der beste Schrittzähler, den ich je hatte. Ja, klingt jetzt nicht so spektakulär, ist aber richtig cool. Die Schritte werden sozusagen zu Belohnungen umgewandelt. Das ist eigentlich das Grundprinzip von Pikmin Bloom. Und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 2. Denn Pikmin Bloom kann man mit seinem Smartphone noch besser verbinden, mit Google Fit oder iOS Health, je nachdem, was man hat. Und wenn man das mit diesen Programmen verbindet, dann werden die Schritte in Pikmin Bloom auch ausgewertet, wenn Pikmin Bloom gerade nicht eingeschaltet ist. Das heißt, Schritte zählen und auswerten in Pikmin Bloom, auch ohne dass die App aktiv ist. Das ist richtig praktisch, weil man dadurch viel Akku spart und das Ding nicht die ganze Zeit offen mit sich rumtragen muss. Was macht man denn eigentlich so im Pikmin Bloom? Ja, eigentlich spazieren gehen, Früchte sammeln und Blumen setzen. Darauf kann man Pikmin Bloom, glaube ich, reduzieren und viel mehr ist es auch nicht. Macht aber nicht, muss gar nicht viel mehr sein, denn das, was es ist, macht eigentlich viel Spaß. Man darf sich einfach nicht so einen überladenen Superkracher wie Pokémon Go erwarten. Pikmin Bloom ist sozusagen die Ultra-Light-Version für Spaziergänger. Moment, ich habe gerade da eine Nachricht von den Pikmin auf mein Handy bekommen, die sagen: Abonnieren! Abonniert diesen Kanal und versäume kein weiteres Video. Offizieller Tipp von den Pikmin sozusagen an euch. Ja, was kann man noch machen in diesem Spiel? Ja, es geht hauptsächlich auch darum, um Blumen zu setzen. Also man geht auf der Landkarte und kann dann virtuell Blumen setzen mit den Samen, die man durch die Pikmin gewonnen hat. Ist ganz nett und alle anderen können diese Blumen dann natürlich auch sehen und man sieht, wo hat schon jemand Blumen gesetzt oder nicht. Man kann dann natürlich ein Muster machen, man kann mit den Blumen vielleicht auch was reinschreiben. Ich bin mir sicher, da kommen die Leute noch auf ganz tolle Ideen. Und da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 3 und Tipp Nummer 3 ist Notifications am Handy vom Pikmin Bloom ausschalten. Ich mag Handyspiele eigentlich nicht, weil die Notifications immer so nerven und wenn man da die Notifications ausschaltet, dann hat man doch viel mehr Ruhe und trotzdem noch Spaß am Spiel. Ich bin kein Freund von Notifications bei Games am Handy. Ich meine, vielleicht seht ihr das anders. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare hauen, wie ihr das so macht mit den Notifications von Handyspielen. Ob die euch auch so nerven wie mich? Wie bei den meisten Spielen dieser Art gibt es auch in Pikmin Bloom besondere Plätze, nämlich XXL Riesenblumen und unsere Aufgabe in diesem Game ist, rund um diese Riesenblume ganz viele Blumen setzen, damit die große Blume erblühen kann. Ja, wie ihr merkt, das Ganze hat viel mit Spazierengehen zu tun und ich habe noch keine große Blume zum Blühen erbracht, aber mal schauen, ich bin gestern um eine rumgegangen, vielleicht blüht die ja heute schon. Wer mal keinen Bock auf Spazierengehen hat, der kann auch zu Hause auf der Couch bleiben und sich hinsetzen und die Pikmin auf Außenmission schicken.
Ja, rund um den eigenen Standort gibt es immer Dinge, die man einsammeln kann, und dazu kann man die Pikmin wegschicken. Das dauert dann so 1 Minute bis 30 Minuten, je nachdem wie weit das Ding weg ist. Die Pikmin gehen dorthin, sammeln den entsprechenden Gegenstand ein und bringen ihn zurück. Man kann sich das Ganze live anschauen, man kann das Handy aber auch abdrehen und das Zeug dann später einsammeln. Aber nicht nur das, bei den Außenmissionen bringen die Pikmins sogar Fotos mit. Also wenn die Pikmin bei den Außenmissionen an irgendwelchen besonderen Plätzen sind, dann bringen sie von ihrer Mission Fotos mit. Ich finde das eigentlich ganz nett. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. Wenn ihr Pikmin Bloom nämlich mit euren Nintendo-Account verknüpft, dann bekommt ihr ein ganz besonderes Pikmin, das etwas länger zum Ausbrüten braucht. Ausbrüten oder keimen. Egal, ihr bekommt ein ganz besonderes Pikmin geschenkt von Nintendo, wenn ihr euren Nintendo-Account verknüpft, und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das ist schon eine coole Sache. Pikmin Bloom versteht sich nicht nur als ganz besonderer Schrittzähler, sondern auch als Tagebuch. Ja, nicht nur die Schritte werden in diesem Tagebuch eingespeichert, sondern auch die Postkarten, die die Pikmin auf ihren Außenmissionen holen, und natürlich auch noch persönliche Fotos können mit eingebracht werden und pikminisiert. Nach 2 Tagen Nutzung von Pikmin Bloom kann ich sagen, ich hatte durchaus viel Spaß mit dem Game und werde es auch weiterhin nutzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Pikmin Bloom nicht für jedermann geeignet ist. Ihr könnt mir da draußen mal sagen, ob ihr Bock auf Pikmin Bloom habt oder nicht und was euch daran gefällt oder nicht. Das würde mich interessieren. Runter in die Kommentare damit. Ich bin ja ein großer Freund von Gamification. Mal schauen, wie lange ich dran bleibe. Vielleicht, wenn Bedarf ist, gibt es auch mal ein Update wieder zu Pikmin Bloom. Für euch geht es gleich weiter mit dem nächsten Video. Da oben gleich ein ganz bitterböses Video über Pikmin 3 und da unten ein Video extra für euch ausgewählt vom YouTube-Algorithmus. Draufklicken, weiterschauen und wir sehen uns gleich wieder.